Herzlich willkommen zum BITO Campus. Ich begrüße Sie alle recht herzlich im Namen von BITO Lagertechnik und von BITO Campus natürlich zu unserem Roundtable Kunststoff. Für uns eine große Ehre, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind. Das ist nicht selbstverständlich. Umso glücklicher sind wir, Sie alle hier zu sehen. Ja, Kunststoff durchlebt schwierige Zeiten. Ja, wir werden ja haben viele Probleme, angefangen von Rohstoffthematik, Verknappungen, Verteuerungen. Wir haben Kunststoffbashing, wir haben Regulatorik, haben wir gerade hier kurz angesprochen, die vor der Tür steht. Also viele Themen. Und alle Firmen, die hier am Tisch sind, haben diesen gemeinsamen Nenner. Es geht um Kunststoff in unseren Unternehmen. Und von daher gibt es vermutlich relativ große Schnittmengen zwischen unseren Unternehmen. Auch wenn wir uns sonst vielleicht in unseren Branchen so nicht über die Füße laufen. Ja. Abgesehen jetzt vielleicht von uns, Herr Kalinowski, aber auch nicht so häufig. Ja. Genau. Ja, die Idee war, wir bringen einfach mal die ganzen Kunststoffhersteller und Kunststoffverarbeiter, die uns so geläufig sind, hier aus der Region, mal an einen Tisch, um mal den Schulterschluss zu suchen, mal den Austausch zu suchen. Moderiert vom Pro K, von der Frau Kramer, die ich auch recht herzlich begrüße hier in unserer Runde. Ja, wir wollen hier einfach einen offenen Austausch suchen mit Ihnen, um zu schauen, ob wir da gemeinsame Themen finden, die wir hier diskutieren können. Meine erste Frage an Sie, wir haben das jetzt alle schon anklingen lassen, ist, was ist eigentlich ein nachhaltiges Kunststoffprodukt? Was macht es aus? Was ist nachhaltiger Kunststoff? Gibt es neue Materialien, wo wir sagen, die sind nachhaltiger als andere? Oder ist es, wie wir schon gehört haben, eher die Anwendung, die ein Produkt nachhaltig macht? Der Begriff Qualität ist sehr eng mit nachhaltig verbunden. Also wenn ich ein Produkt habe, was seinen Nutzen über möglichst lange Zeiträume entfalten kann und nicht nur so ex und hop, dann habe ich es, da bin ich schon, glaube ich, auf der richtigen Spur nach einem nachhaltigen Produkt. Ich komme ursprünglich aus der Elektronikbranche. Damals gab es so Zyklen von einem halben Jahr für Modellwechsel. Das war also sehr rasch und schnell, und dann kam ich zu BITO und dann war der erste Behälter, den ich in der Hand hatte, war, glaube ich, der BITO Norm. Das sagt Ihnen jetzt nichts, aber das war schon ein Behälter, den gab es schon 20 Jahre zu dem Zeitpunkt. Und den haben wir heute noch im Sortiment. Ich bin jetzt schon 24 Jahre dabei, das heißt, das Produkt ist schon über 40 Jahre alt und das verkaufen wir immer noch, nach wie vor. Und wenn man manchmal Betriebe sieht oder in Firmen kommt, dann sieht man immer noch, da gucke ich dann immer auf den Datumstempel, wie alt ist denn der Behälter? Und dann sind die 15, 20er noch älter. Und dann denke ich mir, das ist eigentlich ein Indiz für Nachhaltigkeit, weil wir haben einmal den Energieaufwand gehabt, das Material eingebracht, aber es entfaltet über viele Jahrzehnte seinen Nutzen. Und das ist ziemlich genau das Gegenteil der Einwegprodukte. Ja, vielleicht auch dazu ergänzend, also ich glaube, wir unterscheiden sehr oft, weil wir vom Handel auch da sehr oft in eine bestimmte Situation gedrängt werden. Menschskinder, was ist denn jetzt nachhaltig? Also setzt ihr denn recyceltes Material ein und so weiter, und ist es dann auch günstiger? Das sind so die Schienen, und sehr oft kommt dann, aber es muss natürlich qualitativ und nutzentechnisch die gleiche Funktion bringen, wie das, was ich sozusagen aus dem originären Kunststoff dann auch habe. Und dann unterscheiden wir, oder ich habe das dann mit irgendwo herausgearbeitet, zwischen Gebrauchs- und Verbrauchsartikeln. Und da kam dann auch sehr schnell heraus, dass der Handel das dann auch verstanden hat, dass zum Beispiel ein Farbeimer, den man sehr groß gelobt hat, der aus Recyklaten eben hergestellt wurde und seine Leistungsfähigkeit gebracht hatte, dann auch Preise bekommen hat, und dass der Kunde, der den Farbeimer befüllt gekauft hat, das auch sehr geschätzt hat, dass dieser Eimer aus einem sozusagen schon mal gebrauchten Rohstoff hergestellt wurde. Aber das Thema in dem Moment, wo ich mir einen Behälter, einen Werkzeugkoffer, etwas kaufe, das ich gebrauchen möchte, das ich benutzen möchte, dass ich eine Langlebigkeit da rein interpretiere, da möchte ich schon, dass das auch bestätigt wird. Und dafür müsste man normalerweise zig Zertifikate dann eben bringen und entsprechende Prüfzertifikate eben, dass der Kunde dann auch selbst versteht, also trotz dessen, dass es ein vielleicht recycelter Kunststoff ist, den man eingesetzt hat, ist es trotzdem ein Produkt, das meinen Nutzen, mein Gebrauchen auch in die Zukunft trägt.
Und dieses Thema endet dann sehr oft, wenn man dann eben dieses diskutiert hat, auch damit, dass man erstmal bei dem bestehenden Kunststoff geblieben ist. Aber das Thema Gebrauch und Verbrauch und das Thema Nutzen, Qualität, das würde ich damit nochmal unterstützen. Das war in den Gesprächen, die ich jetzt im Handel hatte. Es gibt noch andere Segmente, die wir natürlich genauso ansetzen können, aber da kam das dann immer wieder in die Richtung. Ja, aber es wird, wir haben das große Thema, dass man uns Greenwashing vorwirft, weil wir, also gerade der Handel betreibt das ja ziemlich aktiv, indem er recycelbar zum Beispiel auf Produkte draufschreibt, weil wir so ein gewisses Gefühl bei den Menschen erzeugt oder weil es ein gewisses Gefühl bei den Menschen gibt, dass wir Nachhaltigkeit nur dadurch erreichen, wenn da recycelbar draufsteht. Ich denke, das ist, wie Sie jetzt ausgeführt haben, ja eigentlich nicht der Fall. Weil, was verbindet der Endverbraucher mit Nachhaltigkeit? In erster Linie geht er mal dahin und sagt, naja, wir wollen Müllvermeidung, wir wollen Ressourcen schonen, und eventuell Rohstoffe haben, die wir tatsächlich nachher nochmal verwenden können. Und wenn dann natürlich so ein Aufdruck drauf ist, wo dann drauf steht recycelbar, dann sagt er, okay, dann habe ich doch hier, wenn ich es nicht gerade ins Meer schmeiße, was ja oft genug passiert, natürlich etwas getan, um dem Ganzen nochmal in den Kreislauf zuzuführen und dadurch die Ressourcen zu schonen, die von der Erde natürlich schon begrenzt sind. Ja. Ja, das ist ein wichtiger Fakt, was Sie hier differenzieren zwischen, was möchte der Endverbraucher eigentlich, was ist die Erwartung an uns und was ist für uns eigentlich nachhaltig, was wir auch belegen können mit Zertifikaten und so weiter. Das ist so eine Gratwanderung, die dann auch oft auseinanderläuft. Es muss nicht unbedingt sein, dass ein recycelbares Produkt, das theoretisch recycelbar ist, dann aber auch das nachhaltigste ist. Und das ist was, wo wir im Moment uns in eine falsche Richtung bewegen, denke ich. Dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, nicht alles, was recycelbar ist, ist auch automatisch schon nachhaltiger. Thema heute für uns. Haben Sie denn die Erfahrung gemacht, dass Kunden Umweltzertifikate oder auch den Carbon Footprint ihrer Unternehmen verstärkt nachfragen? Spannende Zeit. Und auf der anderen Seite glauben wir sogar, wir haben jetzt so eine Art Visionspapier entworfen, wo wir gesagt haben, hey, wir sind die Guten, wir helfen euch. So ein Behälter kann 10, 20, 30 Jahre lang im Mehrwerkverfahren benutzt werden. Da hat kein Karton, der kann 100-mal aus Altpapier, keine Chance, allein vom Energiebedarf, Wasserverbrauch und. Aber diese Dinge sind überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, da tut man sich gerade in solchen Anwendungen hier ein bisschen einfacher. Wenn man jetzt in Extrusion ist und die Materialkosten einfach einen Großteil des Verkaufspreises ausmachen, dann schlägt sich sowas natürlich immer ganz anders drauf, wie wenn ich ein integrales Produkt verkaufe, wo die Materialkosten einen kleineren Prozentsatz ausmachen, dass ich dann vielleicht auch nochmal direkt an den Endkunden vermarkten kann, der dann vielleicht eher bereit ist, dafür mehr zu bezahlen, wie die Industrie oder auch institutionelle Unternehmen, die es dann vielleicht nicht sind in dem Maße. Ich hätte auch mal eine Frage, wenn Sie sagen, dieses Compound geht in Richtung OEM, sind die auch bereit, die Mehrpreise zu zahlen? Also ich kenne es halt aus der Vergangenheit, dass es eher nicht so ist. Es ist gut angefragt, immer wieder, aber wenn es dann um den Kilogrammpreis ging, war dann schnell die Diskussion zu Ende. Ne? Ja, also wir sehen momentan gerade auch mit den biobasierten Materialien, die wir für die Automobilindustrie entwickeln, sind wir gerade dabei, die Connections zu bekommen, welche Anwendung wir dort gehen wollen, aber das Signal von den OEMs ist eher, dass man das für, wie der schöne Begriff verwendet würde, Leuchtturmprojekte nimmt, irgendwas im Fahrgastinnenraum, wo dann ein kleiner Knopfpost aus biobasierten ist und das dann auch das Doppelte, Dreifache kosten kann. Wir hatten auch eine Anfrage, eine Unterbodenverkleidung, also ein großflächiges Bauteil, das dann mehrere Kilo Schussgewicht hat, aus dem biobasierten Material zu machen, wo ich glaube, ja, schön, dass es angefragt wird. Ich glaube nicht real, dass momentan die Automobilindustrie so weit ist,
solche Preise dann bezahlen zu wollen, weil sag mal, ich würde auch mal pauschal sagen, wenn ich was Biobasiertes habe, dann reden wir da über den Faktor 2 bis 3. Rezyklatbasiert muss es nicht sein mit diesen Mehrkosten in diesem Maße, aber ja, biobasiertes ist momentan einfach schwer. Jetzt war ja von verschiedenen Seiten schon auch mal die Haltbarkeit dann angesprochen. Also wie lange hält dann so ein Produkt mit solchem Material? Gehen Sie davon aus, dass man in naher Zukunft dann auch ein Produkt dort entwickeln kann, einen Kunststoff entwickeln kann, der dann auch die Haltbarkeit von den originären Kunststoffen mit sich bringt? Reden wir jetzt über biobasiert oder rezyklatbasiert? Nee, ja, vielleicht auch sowohl als auch, aber biobasiert wäre wahrscheinlich das Bessere. Ja. Also ich sag mal, rezyklatbasiert ist es wirklich so, dass wir in der Automobilindustrie klare Tests haben, die eigentlich die Langzeitbeständigkeit sozusagen abbilden. Da wird über eine höhere Temperatur die simuliert, wie stark der Kunststoff abbaut. Oder auch bei UV-Beständigkeit werden Tests gemacht. Das kann man mit rezyklatbasierten Materialien machen. Man muss ein bisschen was aufpassen über Additivierung, über das Sourcing, dass man wirklich reine Materialien einsetzt. Dann geht das eigentlich ganz gut. Wenn wir jetzt in dem Bereich Bio sind, ist eben auch schon da ein bisschen das erste Problem schon mal, was will denn der Kunde überhaupt? Also viele Kunden fragen uns erstmal an, wir wollen was Biokunststoff haben, aber dann soll es biobasiert sein, soll es bioabbaubar sein, was sind überhaupt die Anwendungen? Ein Material, aus dem man eine Zeltplane herstellen kann, das soll dann für ein Festival aufgebaut werden, 2 Wochen lang halten und dann 2 Tage später komplett weg sein, Bioabbau überhaupt. Da sage ich, das ist doch weder nachhaltig, außerdem technisch einfach in diesem Maße nicht möglich. Und wenn man dann wirklich, wir beschäftigen uns gerade zum Beispiel mit dem Thema PLA, was eigentlich dafür bekannt ist, bioabbaubar zu sein unter gewissen Bedingungen. Da ist natürlich da ein schwieriges Thema, genau eben diese Langlebigkeit zu bekommen. Also mal jeder Kunststoff, glaube ich, hat auch seine Anwendungsfälle, wo er eine relativ schlechte Beständigkeit hat. Und wir sind momentan im Glück, dass wir nicht über Lebenszyklen von 50 Jahre plus reden, wo, glaube ich, die Hürden nochmal deutlich höher sind. So im Automobilbereich, da reden wir über vielleicht 10 Jahre. Und dann kann man eben gewisse Sachen testen, um eben die Langlebigkeit für bestimmte Anwendungen eben zu garantieren. Und das dann eben unterschiedlich im Unterbodenbereich, wo ich vielleicht Witterungseinfluss habe, oder bin ich im Motorinnenraum, wo ich sehr hohe Temperatureinflüsse habe, die zwar schon negativ sein können. Habe ich UV-Strahlen? Ja, nein, da muss man es einfach auf den Anwendungsfall mal beziehen. Wir haben ja auch noch eine interessante Situation, weil Sie sagen nachhaltig. Wir reden jetzt über die Verarbeitung von Kunststoffen, Sie sicherlich in der Weiter- und in der Komponentierung von Kunststoffen. Wir hatten einen Fall für ein Produkt, dass man einen biobasierten Kunststoff doch bitte einsetzt und der kommt aber aus Brasilien. Also das heißt, wo kommt der Kunststoff her, wo wird er hergestellt? Der Rohstoff, der die Biomasse zur Verfügung stellt, ist Zuckerrohr. Jetzt fragen wir uns dann mal, wo wird das Zuckerrohr angebaut? Ist das da dafür verantwortlich, dass der Regenwald vor dem Kippen steht, was jetzt gerade in der Presse ist, und hat einen riesen Transportweg nach Europa? Wenn wir uns also über die Frage auch unterhalten, wo wird denn überall Kunststoff, das Granulat, hergestellt und welche Wege nimmt das? Da muss man ja auch dann die Frage stellen, wie nachhaltig ist das dann am Ende? Auch wenn es vielleicht verarbeitbar ist und wenn es vielleicht das Produkt auch in der Gebrauchseigenschaft nicht beeinträchtigt und wenn es für den Verbraucher auch in Ordnung ist, bleibt ja trotzdem die Frage, ist das nachhaltig? Da können wir die Karte auch noch etwas größer gestalten, aber das werden wir so nicht hinbekommen, dass wir die Nachhaltigkeit unserer Produkte bis in den kleinsten Winkel zurückverfolgen und auch dort sicherstellen können. Ich glaube, das wird uns so nicht gelingen. Also gerade was dann in solche Länder, Brasilien oder wo auch immer unsere Materialien herkommen, da wird der Einfluss stellenweise schon sehr, sehr gering werden. Und das ist ja nicht nur Umwelt, da ist auch die Frage, werden die Leute anständig bezahlt, ist die Arbeitssicherheit da, sind genügend Geschlechter berücksichtigt, Diversity und. Das ist auch das Thema der Nachhaltigkeit. Das ist natürlich die Augenpunkte, die man betrachten muss, die soziale Nachhaltigkeit, die ökologische, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und das alles in einen Einklang zu bringen, aber das wird tatsächlich für uns hier
alle eine Nummer zu groß. Also wenn wir das Problem mal mit dem Produkt gelöst haben, wie können wir die Vorzüge des Kunststoffproduktes darstellen, über die Laufzeit, über die Lebensdauer hin, über einen Produktpass oder dergleichen. Ich glaube, dann haben wir schon einen großen Schritt gemacht. Aber ja, sage ich mal, Kreisläufe sicherzustellen oder wie gesagt, bis zum letzten Vorprodukt das Ganze sicherzustellen, das wird uns hier in dem Kreis nicht gelingen. Ja, aber ich glaube auch da, ich meine, wir haben es jetzt mit unserem Lieferkettengesetz, ich habe gerade auch gestern erfahren, da gibt es auch auf europäischer Ebene jetzt erste Entwürfe, so eine Art ESG-Verantwortung für mindestens Unternehmen größer 500 Mitarbeiter. Dann ist der Geschäftsführer verpflichtet, der Vorstand, eine eigene Due Diligence durchzuführen in Richtung Nachhaltigkeit. Und da geht es nicht nur um Energie und CO2, da geht es auch um die sozialen Kriterien. Das Ganze muss dokumentiert werden. Da ist geplant, dass Zertifizierungsstellen entstehen, Standards und so weiter. Und dass das Ganze auch nicht nur als Unternehmen, sondern als persönliche Haftung des Vorstands oder des Geschäftsführers verankert wird. Da haben die da wirklich bis im Oktober soll ein ersten Entwurf anscheinend auf den Tisch kommen. Also auch dieses Thema, der Druck wird dann auch kommen, dass quasi jeder von uns auch ein Interesse hat zu schauen, wie ist die Lieferkette, wo kommt das Zeug her. Da versucht man schon dieses Thema auch, ob es klappt, keine Ahnung, aber da kommen schon ein paar ganz schöne Anforderungen auch auf uns zu. Aber wenn so ein Gesetz tatsächlich besteht, dann müssen wir uns ja auch sicher sein, dass unser Lieferant der Vorprodukte schon einen Teil der Aufgabe für uns erfüllt hat. Und dann wird es ja auch einfacher. Ja. Aber dass wir das heute, ohne dass eine gesetzliche Vorgabe besteht, versuchen würden zu regeln. Hat jemand von Ihnen Erfahrung mit dieser Plattform EcoVadis oder anderen? Ja, damit beschäftigt. Ne? Ja, das ist das, was ich so ein bisschen angesprochen habe. Das ist also wir sind da jetzt, ein gewisses Geschäftsmodell. Ja klar, wir sind jetzt genötigt worden und wir haben die 50 Seiten bearbeitet und sind da jetzt 3 Jahre auch mit dabei und sind jetzt mal gespannt, was da für ein sogenannter Score bei rauskommt. Aber da gehört eben, das ist dann das vollumfassende Nachhaltigkeitspaket. Wie gesagt, 50 Seiten geht um alles. Unser Wirtschaftsprüfer, wir sind ja nicht börsennotiert, aber als Aktiengesellschaft natürlich verpflichtet, die entsprechenden, der hat jetzt, weiß es noch nicht ganz genau, ob in unserer Unternehmensgröße wir nächstes Jahr schon den Nachhaltigkeitsaspekt machen müssen oder ob es dann erst, wir haben ein abweichendes Geschäftsjahr, also ob es dann erst 24 der Fall ist, aber damit beschäftigen wir uns jetzt auch. Und natürlich ist diese Thematik 17 Ziele der UN, wenn man die sich alleine anguckt und versucht da durchzuschauen, dann wird einem ganz schwummerig. Also das ist sicherlich irgendwo der Part, wo zieht man da auch irgendwo für sich selbst eine Grenze, was ist sozusagen gesetzgeberisch oder prüfungstechnisch oder so gefordert. Dann waren natürlich auch die Hausbanken lokal kein Problem erstmal, also Sparkassen, selbst bis hin zur Mainzer Volksbank keine Problematiken, auch die Z-Bank noch nicht, aber die Commerzbank, die Postbank natürlich als Tochter und auch die Hypo Unicredit sind alle unterwegs mit sogar eigenen Beratungsansätzen, um sozusagen dem Kunden ein Angebot zu machen, wie man sieht, wie man denn im Rahmen des zukünftigen Ratings da Punkte sammeln kann. Auf der Nachhaltigkeitsebene. Auch hier wieder eine Blackbox, wo fängt das an und wo hört das auf? Also ich denke, wenn wir da kommen wir heute sicherlich viel zu weit, wenn man das alles angeht, aber wir sind ja erstmal im Kunststoff oder im Materialwesen. Da war so ein Punkt drauf auf ihrer Moderationsfragenliste, Thema, wie begeistern wir Mitarbeiter? Richtig. Also wir haben das bei uns so begründet, wir haben also jetzt den Titel genommen, Wertschätzung für Wertstoffe. Das fängt bei dem Granulatkorn auf dem Boden an und hört eben bei der Abfallwirtschaft auf und natürlich kein Ausschuss oder wenig Ausschuss. Also es greift das ganze Thema irgendwo an, versuchen da in verschiedenen Arbeitsgruppen alle mitzunehmen und sie auch am Ende des Tages zu sensibilisieren, dass Wertschätzung für den Werkstoff oder Wertstoff eben unabhängig, dass wir den jetzt Kunststoff dann auch nennen können, aber einfach mal generell zu erklären, dass das ganze Thema eben nicht nur aus wirtschaftlichen
Hintergründen ein wertzuschätzendes Thema ist, in verschiedenen Themen. Also wie gesagt, fängt bei Verpackungen an. Dabei haben wir festgestellt, dass wir, wenn wir Beutel kaufen und Folien kaufen, zwar gesagt wird, sie sind natürlich recycelbar, das wissen wir ja selbst, aber dass eben die großen Anbieter erstmal nicht per se auch schon Recyclatanteile in Verpackungsmaterialien mit einbauen, weil sie eben per se sagen, die können ja auch lebensmittelorientiert verwendet werden, also darf das gar nicht sein. Also diesen Erfahrungsschatz hat unser Team dann rausgefunden. Aber es geht natürlich auch, wenn wir das denn wollen, mengenabhängig, theoretisch auch preisabhängig dann in diese Richtung zu kommen, weil die Handelskonzerne, ob jetzt Lidl oder Aldi, natürlich genau diese Fragen bei uns auch stellen und sagen so, wenn wir von euch ein verpacktes Produkt bekommen, erstens Recycelfähigkeit wird vorausgesetzt, zweitens habt ihr denn auch Anteile in der Verpackung schon nachhaltig, also mit anderen Worten aus recyceltem Material eben mit dabei. Also diese Themen sind egal, auf wo wir hingreifen, es fängt auch Paletten genau das nächste Thema. Und die Mitarbeiter da mitzunehmen, ist Thema Wertschätzung für Wertstoffe bei uns als Programm in verschiedenen Arbeitsgruppen. Sehr schön. Gibt es da auch noch Erfahrungen aus anderen Unternehmen im Kreis, wie Sie damit umgehen? Mitarbeiter sensibilisieren? Tja, also ich denke, was den Wertstoff angeht, haben wir eben diese üblichen, also mal 5S, 6S-Initiativen, so ein bisschen Zero Waste auch. Eine grüne Simona, da sind wir noch so ein bisschen auf dem Weg. Also wir haben jetzt Anfang Mai haben wir so ein Management-Meeting in Bingen mit 80 Leuten weltweit, wo wir tatsächlich diese Reise auch definieren wollen, wo wir sagen, wir möchten uns alle dazu committieren oder auch nicht, grün zu werden, sodass wir wirklich auch unseren Kindern noch in 10 Jahren in die Augen gucken können und sagen können, okay, wir haben die gesetzlichen Auflagen erfüllt, aber wir haben vor allem auch wirklich alles getan, um der Umwelt zu helfen. Und dass wir dieses Commitment unserer Mitarbeiter bekommen und dass wir dann auch definieren, wie die Reise ist. Und dazu gehört auch Mitarbeiterkommunikation und Begeisterung der nächsten Generation dafür. Aber ich glaube, da ist eben wirklich die Glaubwürdigkeit ganz, ganz entscheidend. Und dass wir als Management-Team auch sagen, nein, wir stehen dazu, wir gehen diesen Weg und wir müssen uns bei jeder Entscheidung ja bewusst sein, was heißt das? Ja, und das geht hin zur Frage der Investitionen. Jetzt haben wir vielleicht 2 Maschinen zur Auswahl. Die eine kostet 200.000 € mehr, verbraucht aber 2% weniger Energie. Wie kommittiert sind wir zu sagen, wir greifen ins Portemonnaie? Wie hoch ist das Budget, was wir für Ökozwecke ausgeben wollen? Oder darf das gar keine Frage sein? Müssen wir per se auf das gehen, was weniger Energie verbraucht? Also den Weg müssen wir tatsächlich beschreiben. Und ich glaube, ohne das geht es auch nicht. Ansonsten ist es nur schönes Gerede. Sondern wir müssen irgendwo wirklich ganz klar sagen, wir haben Prinzipien der Geschäftsreisen, wir haben Prinzipien der Firmenwagennutzung, wir haben Prinzipien der Investitionsentscheidung, wir berücksichtigen den Umweltaspekt und in ein paar Jahren sicher auch nochmal den sozialen Aspekt, wenn das noch relevanter wird, bei jeder unserer Entscheidungen. Und vielleicht auch ein Generationenthema, das tun wir schlichtweg noch nicht. Also nicht intuitiv. Es ist nicht so, dass wir bei jeder Diskussion sagen, wie ist die Auswirkung auf die Umwelt. Und dahin müssen wir kommen. Und das ist, glaube ich, eine Reise, die wir jetzt im Mai wirklich hoffentlich dann auch glaubhaft und in der ganzen Organisation angehen wollen. Sehr schön. Noch Aspekte dazu? Also ich glaube, bei uns war es auch so, die Entscheidung, als wir die getroffen haben, Klimaneutralität anzustreben und auf grünen Strom umzustellen, den Rest zu kompensieren, war natürlich schon mit einem Blick nach außen, aber auch schon mit einem Blick nach innen, weil wir haben sehr viele junge Mitarbeiter, auch hier am Campus sind alles sehr, sehr viele junge Mitarbeiter und wir glauben, dass es auch ein Beitrag dazu ist, dass die Leute sich stärker mit Vito identifizieren können, wenn sie wissen, okay, das ist Kunststoff, das ist schon erklärungsbedürftig zu sagen, dass das ein nachhaltiges Produkt, aber wir wirtschaften auch klimaneutral, so gut wie wir es können und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Beitrag auch nach innen für die Identifikation der Mitarbeiter. Gut, ich würde gerne jetzt hier unsere Runde schließen. Wir sind gestartet mit der Eingangsfrage, was ist ein nachhaltiges Produkt, was ist Nachhaltigkeit? Wir haben heute uns sehr viele Gedanken dazu gemacht. Wir haben vor allem, denke ich, nehmen wir mit aus der Runde heute, Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Frage jedes einzelnen Unternehmens, sondern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auch in der Lieferkette beispielsweise. Es ist eine Herausforderung für uns
Und unsere Unternehmen hier in Deutschland, hier in der Nahregion, sie haben sich Gedanken gemacht, sie sind auf dem Weg, mit ihren Mitarbeitern gemeinsam nachhaltige Konzepte zu entwickeln, Produkte zu entwickeln, die auch in 50 Jahren noch für die nächste Generation und vielleicht auch noch die übernächsten Generationen eben so interessant sind und so zukunftsweisend, dass sie auch dann für den Planeten eben auch im Gesamten und nicht nur aufgrund von gesetzlichen Vorgaben wirklich nachhaltig sind. Ich denke, das ist noch ein Weg und auch ein Wandel, der sich heute vollzieht und den wir auch mitgestalten, hier mit jedem einzelnen Unternehmen, mit jedem einzelnen Mitarbeiter. Und wir arbeiten weiter daran. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Beiträge und ich möchte nochmal auch der BITO danken für dass wir uns hier heute zu diesem Austausch zusammengebracht hat. Schöne Initiative. Dankeschön. Ja, Merk. Ja.